Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es geht weiter mit der Survival Challenge. Wenn wir einmal sterben sollten, dann ist es vorbei. Dann wird der Account aufgehört und gelöscht. Ja, wir sind bisher noch nicht gestorben. Ich zeige euch meinen Verlauf. Wir hatten bisher 3 Kämpfe gehabt. Ja, bis auf die Quests, wo wir gesehen haben, dass wir da gar nicht sterben können. Komischerweise, und mit 1 HP überlebt haben, sonst wären wir da schon drauf gegangen, haben wir bisher noch nicht verloren. Wir haben aber auch noch nicht viele Kämpfe gemacht. Das heutige Tagesziel ist es auf jeden Fall, das komplette Trainingscamp zu clearen. Ich glaube, das sollte ich statpunkt-technisch jetzt mittlerweile hinkriegen, weil die Tutorial-Gegner jetzt wirklich noch nicht so schwer gewesen sind. Die kriegt man auf Stufe 10 eigentlich schon einigermaßen gut down. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir hier auch mal nachher direkt rein. Ich würde noch kurz warten, bis meine Stadtwache hier durch ist, dann noch ein bisschen Alu spielen, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dass wir hier auch wirklich nicht drauf gehen. Ja, beim Skelett bin ich mir, beim Gespenst bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir den schaffen oder nicht. Aber wenn wir erstmal im Trainingscamp hier die ganzen Gegner gecleart haben, dann sollte das, denke ich mal, ganz gut machbar sein. Zumal es gibt uns auch bei dem Gaukler-Goblin 2 Punkte, was für unser Tagesziel halt eben sehr relevant sein wird, dass wir hier auf die 20 Points kommen. Dann kriegen wir nochmal die 10 Pilze quasi zurückerstattet aus den Kämpfen, aus den Dungeon-Kämpfen, die wir jetzt hier halt eben verbraten. Und ja, ansonsten haben wir auch noch die Arena-Kämpfe. Da habe ich bisher jetzt noch nicht viel, außer mit euch zusammen halt eben großartig hier gemacht in der Arena. Das lag halt einfach daran, dass es bei jedem Kampf einfach schon vorbei sein kann. Ja, also ich hätte jetzt hier auch AFK bzw. Offcam, hätte ich auch hier schon mir ein paar Arena-Angriffe grinden können, dass wir hier schon bald den Punkt voll haben. Aber es ist ja tatsächlich so, dass, ja, wenn wir einmal verlieren sollten, das Ding halt over ist. So, und deswegen wollte ich die Kämpfe jetzt nicht ohne euch machen, großartig, weil, ja, dann habe ich irgendwann einen Kampf verloren und dann zeige ich euch hier das einfach nur, dass, ja, sieht man halt, okay, ich habe verloren, das Ding ist halt vorbei so, ne? Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall dann mit euch zusammen machen. Deswegen gucken wir mal erstmal nochmal in die Arena rein und suchen uns hier mal den schwächsten Gegner raus. Ich würde sagen, das ist hier der Gegner. Ansonsten, der sieht auch noch relativ weak aus, aber von den Statpunkten her schon ja, ein bisschen besser als der Gegner hier. Wir haben 165 zu 89. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Wir greifen ihn mal an und ich denke mal, dass wir jetzt hier nicht gegen Matrix verlieren werden, sodass hier jetzt die Challenge quasi vorbei ist. Ich will natürlich auch so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, das ist ja ganz klar, weil ich auch nicht möchte, dass dass die Challenge hier auch nur irgendwie nach den ersten 1-2 Videos vorbei ist, sondern ich möchte halt schon gucken, dass wir hier einigermaßen gut das Ganze zusammen hinkriegen. Ich könnte auch natürlich diese ganzen Arena-Angriffe irgendwie zusammenschneiden immer, ne? Aber das ist natürlich auch ein ziemlicher Zeitaufwand und das habe ich jetzt hier quasi in der Vorproduktion, wo ich jetzt ja quasi gerade nicht zu Hause bin, jetzt nicht großartig habe. Deswegen machen wir da auf jeden Fall dann eben auch das Beste draus, so würde ich sagen, ne? Okay, dann schauen wir mal. Hier sind wir jetzt einen weiter. Ansonsten haben wir noch ein Bier trinken. Das kriegen wir hin. 5-mal am Glücksrad drehen ist halt auch noch so ein Ding. Das könnten wir auch machen. Allerdings kostet das halt auch wieder Pilze. Mit ein bisschen Glück kriegen wir auch wieder Pilze. Das wäre natürlich hier auf dem jetzigen Free-to-Play-Account mit am besten. Das haben wir gleich. Einen Ausdauertrank trinken oder einen Trank des ewigen Lebens. Können wir noch irgendwie versuchen. Dazu müssten wir uns aber auch wieder neue Ware anfordern, was dann auch wiederum ein Pilz heißen würde. Wir können mal mit Glück probieren. Das Ding ist halt auch, es kann halt auch ein Trank des ewigen Lebens sein, der wahrscheinlich Pilze kosten wird. Das ist sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Deswegen macht das, glaube ich, hier nicht ganz so viel Sinn. Außerdem haben wir schon Ausdauertrank. Ich glaube, den habe ich aber gestern getrunken, sodass der hier halt heute zur Aufgabe nicht mehr hinzugezählt wird, was halt leider ziemlich schade ist. Ja, jetzt haben wir aber gleich die Stadtwache fertig.
Das heißt, die können wir uns gleich abholen, damit den nächsten Punkt sichern. Dann trinken wir noch ein bisschen Alu und dann gehen wir in die Dungeons rein. Und das ist heute auf jeden Fall das Tagesziel, dass wir hier den Tutorial-Part, die Tutorial-Dungeons auf jeden Fall erfolgreich meistern. So, da haben wir den nächsten Punkt. Es ist krass, wie das am Anfang so durch einzelne Punkte überall hier noch so aufgeteilt ist. Und ja, dann machen wir wieder ein bisschen Alu, würde ich sagen. Werden wieder ein bisschen stärker. Denn jedes bisschen Alu, was wir hier machen, das bringt uns auf jeden Fall deutlich voran, würde ich mal sagen. Ja, das macht hier schon gerade am Anfang sehr, sehr viel aus. Kriegen wir noch eine Kiste auf den Freien? Nee, leider nicht. So, da haben wir das zusammen. Der Problembär wird hier auch ganz easy besiegt. Ne? Und ja, haben wieder ein bisschen was dazu gewonnen. Ich würde mal sagen, wir trinken mal ein Bierchen, damit wir hier auch jetzt wieder ein bisschen weiterkommen. So, machen wir noch die restliche Alu für den heutigen Tag. Also wie gesagt, am schlausten ist es natürlich, mit den Pilzen jetzt die Abenteuerlust weiterzuspielen. Das würde uns definitiv, ja, da nehmen wir natürlich den Pilz mit. Das würde uns definitiv jetzt am meisten bringen im Moment, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen den Spannungsbogen aufrechterhalten und deswegen ja, werden wir versuchen, unser Bestes zu geben und ja, in den Dungeons hier zu siegen. Ne? Nochmal ein bisschen mehr Rüstung hier. So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir noch mal ein bisschen auf Ausdauer, machen wir mal die 100 voll. So, das ist auch krass, wie viel Lebensenergie der stackt, nur wenn man einmal Ausdauer skillt, ne? Also der Paladin, der ist schon wirklich verdammt tanky, das muss man schon mal so sagen. Gehen wir noch ein bisschen auf Stärke und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Dungeon und gucken mal, was wir so, ja, an Gegner hier bekommen. Ich habe echt keine Ahnung, wie die statpunkt-technisch jetzt hier großartig aussehen, aber gut, das ist jetzt kein Problem. Ich hoffe mal, dass es auch so weitergeht. So, dann werden wir mal Gegner für Gegner. Wir achten mal auf die Statpunkte. Wir haben hier 30-30 Schuhe bekommen. Nehmen wir mal den nächsten mit, ist kein Problem. Hier haben wir 40-40. Okay. Nicht, dass der nächste irgendwie 50-50 hat oder so. Dann kann man das sich relativ gut eigentlich merken. Und dann sollte es auch kein Problem. Doch, 50-50. Dann sollte das ist tatsächlich interessant. Gegner 5 hat 50-50 Leben. Gegner 6, 60-60. Ja, Tatsache. Okay, gut, wenn das so weitergeht, dann sollten wir eigentlich keine Probleme haben, weil wir haben schon deutlich mehr Stats als die Gegner hier in dem Falle. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was geschafft. Wir haben uns schon ein paar Angriffe mal so gewagt. Ne? Wir sind in die ersten Dungeons rein und mal geguckt, ja, dass wir hier die Gegner hier einigermaßen besiegen konnten, so, ne? Ich glaube, die haben tatsächlich alle gar keine Chance. Vielleicht kriegen wir ja noch mit ein bisschen Glück ein einigermaßen brauchbares Item, aber aus den Tutorial-Gegnern, die sind natürlich jetzt vielleicht schon mit unserer Stufe ein bisschen zu low level, sodass uns das gar nichts mehr großartig bringt hier, die zu fighten, beziehungsweise wir da jetzt keinen großartigen Mehrwert draus ziehen können. So, ne? Es sind halt eben die Tutorial-Gegner. Was will man da erwarten? Da kriegt man jetzt nicht so viel. Ne? Okay, wir haben hier beim 9. Gegner 80-90. Also es geht nicht immer glatt 10-10 höher, sondern ja, mal auch Ausdauer. Geschick blieb jetzt gleich hier in dem Fall. So, und dann haben wir hier schon den Endboss vom Trainingscamp. Besiegen wir ihn mal. Da haben wir 100 Ausdauer und 80 Intelligenz. Okay, ja, das war dann doch relativ easy. Und damit haben wir tatsächlich, ja, den Tutorial Dungeon besiegen können und haben hier uns weitere 2 Punkte jetzt eingeheimst. Jetzt fehlen uns nur noch 2, bis wir ja, die 10 Punkte hier oder die 10 Pilze mitnehmen können. Einen Ausdauertrank trinken, das wäre halt easy, wenn wir einen im Shop hätten. Aber haben wir leider nicht. Die Arena-Gegner besiegen wäre halt noch so ein Ding. Da müssten wir halt 10 Fights gewinnen, ohne einmal zu verlieren. Aber das sieht jetzt halt schon mal ganz gut aus. Hier haben wir keinen roten Fight drin, ansonsten wäre die Challenge ja jetzt schon vorbei. Ne? Trank des ewigen Lebens. Ja, wir können mal gucken, aber ich glaube im Shop, dass das nichts wird, großartig. Also da kommen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, da wasten wir dann einfach nur einen Pilz, würde ich sagen. Was mehr Sinn machen könnte, ist halt wirklich
dass wir das Glücksrad nochmal drehen und vielleicht mit ein bisschen Glück Pilze bekommen. Wenn wir da einmal auf die Pilze kommen sollten, dann haben wir ja schon 3 Pilze wieder gut gemacht, was uns dann wiederum natürlich das ein bisschen leichter macht, die Punkte zu farmen für den Gaukler-Goblin. Und dann haben wir wieder zeitnah unsere 10 Pilze, die wir jetzt ausgegeben haben, dann wieder zusammen. Ja, so sind hier auch nochmal auf die 40 Punkte. Sehr schön, die Alu-Gegner sind hier jetzt mittlerweile kein großartiges Problem mehr. Wir sind Stufe 17 und ja, können wir am Rad drehen. Wir hoffen natürlich, wir machen das mal einfach, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass wir mindestens einmal Pilze bekommen. Dann, wenn wir 5-mal drehen sollten, dann haben wir halt ja, nur 2 ausgegeben, wenn wir einmal auf die Pilze kommen, so weil wir halt 3 Pilze durch das Rad kriegen. Ne? Deswegen schauen wir mal, mit ein bisschen Glück könnte das vielleicht sogar was werden. Okay, let's go. Okay, Holz, schade. Ja, dann das zweite Mal. Gold ist okay. Ja, nehmen wir mit, aber Pilze wollen wir haben. Ja, es ist wirklich verrückt, dass ich mal sage, ich möchte mal die Pilze haben beim Glücksrad. Ansonsten ist es immer, sonst ist es dann eher doch immer Gold. Aber jetzt sind es halt die Pilze. Komm, einmal Pilze und das letzte Mal. Okay, schade. Das hat leider überhaupt nicht großartig uns weitergebracht. Wir haben halt einen Punkt mehr, aber wir haben halt 5 Pilze ausgegeben jetzt für das Glücksrad. War unterm Strich jetzt nicht großartig worth, tatsächlich. Aber uns fehlt jetzt nur noch ein Punkt, dass wir hier die 10 Pilze uns einheimsen können. Und dafür müssten wir halt ja noch weitere Arena-Gegner, 10 Helden in der Arena besiegen. Ich weiß gar nicht, warum der das nicht gezählt hat. Wir haben doch hier vorhin auch schon Arena-Gegner besiegt, hier nochmal am Anfang der Folge, ne? Ja, wir haben noch hier den haben wir besiegt. Und den haben wir einmal in der Arena besiegt. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht gezählt hat. Denn, ja, den hatten wir uns ja in der Ehrenhalle vorgenommen hier. Wir sollten ja auch einen Kampf machen, dass wir in der Ehrenhalle, der über einem steht hier, zu besiegen. Damit wir hier einen Punkt bekommen. Hier, das war die Aufgabe. Ja, deswegen wundert es mich, warum wir gerade nur... Ach nee, das ist ein Punkt und wir stehen bei der 2 jetzt gerade hier. Ja, stimmt. Okay, ich habe es gesehen. Sorry, ich hatte gerade auf die 1 geguckt und habe gedacht, nee, da war ich jetzt gerade ein bisschen perplex. Ja, wir könnten uns das auch einfacher machen, falls wir einen Ausdauertrank hier finden sollten. Komm, wir rollen einmal, ja. Einmal, okay? Schade. Schade. Ja, sehr, sehr unlucky, aber das wäre auch ziemlich glücklich gewesen, hätten wir das bekommen. Vielleicht bekommen wir ein gutes Item mit. Stärke. Ja, ist besser als Int und Glück, würde ich sagen. Deswegen kostet keine Pilze, 2,70 € packen wir mal ein. Glück haben wir hier. Brauchen wir nicht. Ausdauer, Geschick, Ausdauer. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Stärke behalten wir. Ja, das ist jetzt alles nicht so das Wahre. Wollen wir uns mal einen Trank rauskaufen, um mal zu gucken, was dahinter ist? Komm, wir machen mal diese ganz alte Oldschool-Taktik, machen wir mal. Ja, deswegen, okay, das kostet 50 Cent. Wir schauen, was dahinter ist einfach, ja, um mal so ein bisschen auf gut Glück, anstatt einen Pilz auszugeben, auf diese Oldschool-Taktik hier zurückzugreifen und zu gucken, vielleicht verbirgt sich dahinter irgendein gutes Item, ja. Stärke, Geschick, okay. Ja, das kostet wieder Pilze, ne? Ja, das ist halt der Struggle als Free-to-Play, ne? Was willst du da machen? Großartig, da kannst du halt nichts machen. Ja, da müssen wir wieder warten, bis wir neue Ware bekommen oder so. Das wäre dann auf jeden Fall jetzt so der Take. Ansonsten, ja, müssten wir halt jetzt die Arena-Angriffe durchgeboxt kriegen. Irgendwie, ne? Dass wir, ja, es wird halt auch schwierig, dass wir da nicht verlieren auch, weil dann ist das Ding auch schon vorbei. Aber den Gegner sollten wir uns eigentlich noch mit vornehmen können. Das machen wir mal. Let's go. Und dann hätten wir hier den nächsten Gegner auch besiegt und haben dann schon die 3 Arena-Kämpfe hier fertig, ohne dass wir einmal gestorben sind bisher. Und dann sieht das Ganze doch ganz gut aus und unsere kleine Challenge läuft dann erstmal noch so weiter mit, ja, mit der Zero Death Challenge sozusagen, ne? Der sieht noch ganz easy aus, den könnte man als nächstes dann hier sich auf die Liste schreiben. Ist natürlich das Ding,
Ja, es kostet halt alles Pilze, ne? Das ist halt alles nicht so einfach, ja, wenn man halt eben Free-to-Play unterwegs ist, so, ne? Ja, schade, schade, schade. Uns fehlt halt wirklich nur noch ein Punkt für die 10 weiteren Pilze. Das wäre wirklich extrem gut, wenn wir das noch hinkriegen. Aber ich denke mal, das sollten wir schaffen. Vielleicht werden wir das nächste Mal auch ins Gespenst reingehen, je nachdem. Kenne ich leider die Stat-Punkte auch nicht so aus dem Kopf. Ne? Aber ich denke mal, das beziehungsweise das sollten wir eigentlich schon hinkriegen, denke ich mal. Ich glaube, so schwer war das Gespenst zum Anfang jetzt auch noch nicht. Deswegen schauen wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. So, nehmen wir noch die letzte Alu mit. Ja, und dann haben wir hier erstmal Tag 1 eigentlich fast alles abgehakt, was wir bisher abhaken konnten. Uns fehlen halt nur noch ein paar kleine Angriffe so. Aber ansonsten sieht das erstmal doch ganz gut aus soweit, ja, mit unserer kleinen Challenge, mit unserer Survival Challenge. Freunde, das war's mit der Folge 3 dazu. Wenn es euch ja, weiterhin gefällt, lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar oder lasst eine Bewertung da. Ansonsten war es das soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.